Bist du selbstständig und schreibst deine Rechnungen noch mit Word oder Excel? Das machen leider ziemlich viele und du solltest dringend damit aufhören. Ganz in der Theorie ist das sogar rechtlich möglich. In der Praxis hast du allerdings schon großes Problem, sobald du Word und Excel aufmachst für deine Rechnungen. Deswegen mein ganz eindringlicher Appell in diesem Video. Hör damit auf. Warum das so ist, werden wir uns jetzt genauer anschauen. Man verstößt nämlich mit dem Schreiben von Rechnungen in Word und Excel ganz klar gegen die GOBD. Was sind die? Die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung. Demnach muss man nämlich Rechnungen nachvollziehbar, vollständig, richtig und vor allem unveränderlich schreiben. Und das ist oft das Problem, weil das kann Word und Excel einfach nicht ohne weiteres. Bei der Archivierung nach den GOBD muss immer sichergestellt sein, dass quasi jeder Bearbeitungsstand nachträglich noch nachvollziehbar ist. Das heißt, das Finanzamt kann ja auch noch 8 Jahre in der Zukunft kommen und sagen, ich will mal gerne deine Buchhaltung sehen, und dann reicht es nicht, dass du am Ende ein Dokument hast, sondern auch die ganze Veränderungshistorie. Das heißt, wenn du erst eine falsche Rechnung schreibst, dann korrigierst du die noch einmal und dann gibt es eine neue Version, dann muss es alle Zwischenbearbeitungsstände noch geben und die müssen nachvollziehbar sein. Das Finanzamt hat da immer die Sorge, dass da irgendetwas gedreht wurde und kurz vor der Betriebsprüfung wurde dann noch einmal eine Zahl verändert, um dann vielleicht weniger Steuern zu zahlen. Und deswegen müssen diese Rechnungen immer revisionssicher, unveränderbar aufbewahrt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verstößt du gegen die GOBD. Wichtiger Einwand, den ich in diesem Zusammenhang immer höre: naja, das kann ich ja machen. Ich kann ja jede einzelne Version einfach abspeichern. Das geht theoretisch, ja. Dann solltest du deine Unterlagen aber auch nicht bei Dropbox oder Google Drive oder iCloud oder wo auch immer ablegen als offene Dateien, weil auch da könntest du ja Dinge verändern. Was du dann bräuchtest, wäre ein DMS-System, also ein Dokumentenmanagementsystem, in dem du die jeweiligen Bearbeitungsstände dann jeweils revisionssicher aufbewahrst. Das ist für diejenigen, die sagen, oh, das geht ja. Ja, es geht, aber, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, habe ich in der Praxis auch so noch nie gesehen, dass das einer wirklich ordnungsgemäß umsetzt. Genau, und das Problem ist dabei, im Worst Case wird deine Buchhaltung halt einfach nicht anerkannt, ja, und davor wollen wir uns ja möglichst schützen, dass im Fall einer Prüfung eben nicht das Finanzamt kommt und sagt, hier, ich hätte gern noch mehr Steuern, als man vielleicht schon zahlen muss. Das kann also im Zweifel wirklich richtig teuer werden. Durch Steuern, durch Nachzahlungen, Stress mit dem Finanzamt. Und davor möchten wir dich natürlich bewahren. Und das aktuelle Thema, wozu es auf diesem Kanal auch schon einige Videos gibt, eins verlinke ich dir einmal oben rechts, ist das ganze Thema E-Rechnungspflicht. Die E-Rechnungspflicht verpflichtet dich nicht nur dazu, bestimmte Dinge in eine Rechnung reinzuschreiben, also verpflichtet dich nicht nur die Inhalte ganz konkret, so wie es im Gesetz steht, zu schreiben, sondern auch das Rechnungsformat ist gesetzlich vorgeschrieben. Eine PDF-Rechnung oder eine Word-Rechnung oder auch eine Papierrechnung ist keine ordnungsgemäße Rechnung in Zukunft mehr, sondern du musst ein ganz bestimmtes Rechnungsformat verwenden. Um genauer zu sein, entweder eine X-Rechnung, also eine XML-Datei, oder eine Zugpferdrechnung, das ist eine Kombination aus PDF und XML-Datei. Und das kriegst du so einfach auch nicht aus Excel und Word exportiert. Da gibt es diverse Behelfslösungen und so weiter, aber es bleibt immer noch das Problem mit der Revisionssicherheit, das heißt der Unveränderbarkeit. Und diese Pflicht, die wird gerade Stück für Stück eingeführt. Seit Anfang 2025 musst du solche Rechnungen schon empfangen können und verarbeiten können. Das ist wichtig, gerade bei X-Rechnungen, die kann man nicht einfach mit einem Texteditor öffnen, weil das ist halt wie Code, das ist eine XML-Datei, das kannst du gar nicht lesen. Da brauchst du definitiv eine extra Software dafür. Und ausstellen musst du solche Rechnungen dann ab 2027 oder ab 2028. Das ist abhängig von deinem Umsatz. Aber du weißt definitiv heute schon, dass diese Pflicht irgendwann in naher Zukunft auch auf dich zutreffen wird. Deswegen empfehlen wir dir, direkt jetzt mit einem Tool und einem System zu starten, das das für dich eben schon automatisch macht. Wir haben auf dem Kanal schon einige Videos, wo wir uns da schon verschiedene Tools angeschaut haben. Du bekommst diese Tools schon in der Free-Version oft oder für kleines Geld, um das mal auszuprobieren, um dich damit zu beschäftigen, welches Tool da für dich das Richtige ist. Und wenn du so ein Tool nutzt, dann bist du einfach schon direkt auf der sicheren Seite. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann nutze gerne unseren Kommentar.